Rechtsextremisten machen eine Handykamera an, richten die auf sich, labern da 8 Minuten Scheiße rein, machen es zu, machen die Kamera aus, filmen zwischendurch mal ihren Bildschirm vom Laptop, was komplett dämlich ist, können scheiß Sound haben, kack Thumbnail, kack Profilbild, kack Banner auf dem YouTube-Kanal, kack Titel, scheißegal, solange die Leute erkennen, ah ja, hier wird gegen Ausländer gehetzt, klicken sie drauf. Aber wenn jetzt Linke einfach viel mehr Content produzieren und dieser Content auch geklickt wird, dann wird dir viel mehr Leuten vorgeschlagen und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass sie seltener rechtsextreme Inhalte klicken, häufiger linke Inhalte. Wirklich, da ist gerade so viel möglich. So viel möglich. Das ist eine historische Chance. Erstmal als Linker überhaupt dafür sorgen, dass du gesehen wirst und jemand sagt, stimmt, das ist ein Punkt, also vielleicht sollten wir doch nicht abschieben. Und wie machst du das? Naja, und du machst das durch eben einen Infokrieg, indem du in den Medien mehr Reichweite erzielst als die Rechten. Und schönerweise hat die Linke das bei der letzten Wahl geschafft. Bei der Bundestagswahl hatte die Linke zwischenzeitlich mehr Reichweite als die AfD und das innerhalb von 3 Monaten mit irgendwie einem Team aus 10 Social-Media-Mitarbeitern, während die AfD 50 bis 100 von denen hat. Und die haben abgeschissen gegen die Linke, die eigentlich tot geglaubt wurde. Und da kann die Linke eigentlich so viel mehr reinkloppen an Ressourcen. Und dann kann man eben dafür sorgen, dass die Räume einfach niedergemacht werden von den Rechten, einfach weil die Linke die verdrängt. Weil jeder Platz, ja, das muss euch immer klar sein, jeder Platz auf der Startseite hier ist ein Video von jemandem. Und die AfD, dadurch, dass sie so viel Content produzieren, die landen dann da immer irgendwo. Aber wenn jetzt Linke einfach viel mehr Content produzieren und dieser Content auch geklickt wird, dann wird dir viel mehr Leuten vorgeschlagen und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass sie seltener rechtsextreme Inhalte klicken, häufiger linke Inhalte. Und das ist am Ende das Einzige, was wir tun können aktuell. Wir können nicht verhindern, dass sie bei Markus Lanz auftreten. Es ist sogar kontraproduktiv, das öffentlich anzuprangern. Aber was wir tun können, ist selber Content produzieren und damit die Plattform fluten. Und da ist Masse wichtiger als Qualität. Das, was man nur tun muss, ist es schlau machen. Das, was Titus macht, ist das schlau machen. Das sind tolle Videos. Er ist inzwischen eine Marke. Seine Stimme hat einen totalen Wiedererkennungswert. Auch die Figuren und die Darstellung, das ist er. Er erreicht damit immer mehr Menschen. Das ist super. Und gleichzeitig ist die Videolänge perfekt für viele. Das können sie sich nebenbei so reinziehen und kriegen damit trotzdem eine Menge Inhalte. Das ist zum Beispiel super. Leider haben wir es schwerer auf YouTube als die Rechtsextremisten. Die Rechtsextremisten machen eine Handykamera an, richten die auf sich, labern da 8 Minuten Scheiße rein, machen es zu, machen die Kamera aus, filmen zwischendurch mal ihren Bildschirm vom Laptop, was komplett dämlich ist, können scheiß Sound haben, kack Thumbnail, kack Profilbild, kack Banner auf dem YouTube-Kanal, kack Titel, scheißegal, solange die Leute erkennen, ah ja, hier wird gegen Ausländer gehetzt, klicken sie drauf. Deswegen spammt immer alles voll in irgendwelchen Kommentaren und überall immer mit. Deshalb nur noch die Linke und dann rotes Herz. Damit irgendwann wirklich so die ganz normale Assoziation, rotes Herz gleich die Linke. Ja, sonst, wir haben tatsächlich gerade die Situation, die Linke ist super stark in Social Media und muss das jetzt weiter ausbauen. Ich kann euch halt sagen, als Teil des Social Media Teams sind die Linken, die sind sich da gerade am Organisieren. Ich versuche da natürlich auch überall mit den und den Leuten zu reden und irgendwie hier und da was zu pitchen. Ich habe zum Beispiel Kontakt, ich habe zum Beispiel heute mit dem Ferhat Kotschak ein bisschen ausgetauscht, mit dem habe ich Kontakt. Ich werde wahrscheinlich demnächst mich mal bei dem Partner von Heidi Reichnick melden, der macht dort nämlich auch, wird wahrscheinlich Social Media technisch bei der Bundestagsfraktion da einiges managen, zu dem habe ich auch Kontakt, um halt mal zu gucken, dass bei mir ist es wichtig, weil das Problem ist halt aktuell, das was ich am ehesten sehe, dass die Linken, vor allem der Vorstand, der aus älteren Leuten besteht, genauso wie natürlich eine Bundestagsfraktion, wo auch ältere Menschen drin sind und eventuell sogar mehrheitlich ältere Menschen, dass die nicht so ganz gecheckt haben, wie wichtig Social Media ist, sondern die sich dachten, ja geil, Haustürwahlkampf, das hat's gebracht, aber in Wirklichkeit war es halt zum größten Teil natürlich Social Media, auch wenn der Haustürwahlkampf natürlich super war. Und da muss man natürlich zu den Leuten hingehen und denen sagen, guck mal, hier, ja, das müssen wir weiter ausbauen, da brauchen wir Geld. Und und Leute und so. Weil mehr braucht man nicht. Du brauchst eigentlich nur Leute, die du einstellst mit eben handwerklichen Fähigkeiten, die dann Thumbnails produzieren und Videos schneiden. Mehr musst du nicht machen. Du brauchst weder irgendwie ein Studio, noch musst du draußen eine Bühne aufbauen, noch musst du irgendwie sonst die Zehntausende, Hunderttausende Euros für Reichweite oder Fernsehwerbung oder sonst was ausgeben. Du machst halt einfach nur mit den richtigen Leuten ständig neuen Content und haust den da einfach raus. Da braucht es natürlich auch eine Strategie und man muss das optimieren. Man muss zum Beispiel die Arbeit der Bundestagsfraktionen im Parlament muss man optimieren für Social Media und bla 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 bla. Da gibt es noch so viel zu tun und dass wir jetzt schon so viel Erfolg hatten,
protestiert bei uns keiner. Ihr glaubt gar nicht, da war alles so unorganisiert. Die Bundestagsreden von den Linken sind ja gar nicht für Social Media optimiert gewesen. Und trotzdem lädst du dann so eine Rede hoch von Janine Wissler gegen die AfD und dann hat die dann plötzlich 300.000 Klicks und dann stehst du da und denkst dir, wie ist das jetzt passiert? Und dann so, bei der AfD ist nämlich schon das Maximum erreicht. Die haben schon alles rausgeholt, was sie rausholen können. Und die Linken haben die eingeholt in 3 Monaten. Da können wir noch so viel rausholen. Und das hat bisher noch keine linke Partei gehabt. Keine linke Partei in irgendeiner westlichen Demokratie hat bisher Medienmacht auf ihrer Seite gehabt. Die Konservativen haben das immer. Die Konservativen haben Fernsehen, Zeitungen und so weiter, die immer ihre Meinung nochmal verstärken und verbreiten. Deswegen sind überall Konservative stärker. Und Linke versuchen sich dann an Konservativen zu orientieren und anzupassen. Und dadurch wird dann immer linke Politik sozusagen zurückgedrängt. Aber jetzt könnten wir wirklich die Teil, und das dürfen wir nicht verpassen, und selbstverständlich die ganzen Content-Creator, Tito, genauso wie ich, genauso wie Karl, genauso wie Neithan und so weiter, die alle heißen, können davon auch noch profitieren und dann auch nochmal die Reichweite steigern. Und wir können neue Mitglieder gewinnen für die Linken, wir können mobilisieren, wir können zu Demos aufrufen, wir können zu Streiks aufrufen, wir können die Gewerkschaften stärken, wir können die ganzen NGOs, die ganzen demokratischen Organisationen da draußen stärken, wir können dieses ganze Land überrollen. Und dafür sorgen, dass hier alle Menschen wirklich, da ist gerade so viel möglich. So viel möglich. Das ist eine historische Chance. Und da rede ich nicht von, ne, wir machen hier so ein bisschen, sondern ich rede wirklich davon, dass hier komplett alles geändert werden kann, weil der Schlüssel dazu sind immer die Medien. Dass du gesehen wirst. Und alles, was Linke sich immer vorgestellt haben, von, wir müssen mehr Massenorganisationen, wir müssen die Menschen auf die Straße bringen und wir müssen mal einen Generalstreik machen und so. Alles ist jetzt theoretisch gesehen möglich. Einfach nur durch Medien.